Herzlich willkommen, Leute, und einen wunderschönen Start ins Wochenende wünsche ich euch. Hier am Freitag. Bravery Second ist oben und wir können uns jetzt wieder herrlich zurücklehnen. Arbeit ist geschafft. Für viele hoffentlich. Ich weiß ja nicht, wenn ihr Schichtdiensten habt, dann müsst ihr noch mal ran wahrscheinlich oder Wochenendarbeiten macht. Dann müsst ihr noch ran, aber jetzt genießt erstmal, dass Freitag ist. Wir müssen heute weiter durch Welkholz. Ich bin mal gespannt, wie weit wir auch kommen. Und ob sich dann noch lohnt, den Kampf zu machen. Je nachdem, wie weit wir kommen, kriegen wir das vielleicht auch hin. Feuer, nee, nur Eisra. Magische Gunst und du greifst einfach den Puma an. Geschafft! Ah, nee. Du defaultest, du brauchst nicht angreifen. Reicht das, wenn ihr angreift? Ich hoffe doch. Jawohl. Können wir hier nach unten? Katzenfeder. Ja, hier können wir noch nach unten, denn da gibt es ja noch eine andere Truhe. Haben wir beim letzten Mal ja gesehen. Genau, hier hat sich noch was versteckt. Lübus-Speer. Ja, den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Momentan. Denn die einzige, die gut mit Speeren arbeitet, ist Magnolia und die hat... der sieht aber schick aus. Das würde zwar verstärken und den magischen Angriff um mehr als gut 30 senken, das geht nicht. Nein. Das kann ich nicht machen. Ich brauche Magnolia, obwohl Magnolias magischer Angriff ist eh unnütz. Auf den Puma. Eisra. Magische Gunst und Plündern auf den Puma. Wenigstens ist der weg. So, du musst defaulten. Was anderes bringt's ja nicht. Wow, kritisch 39. Nicht schlecht. Unterstützungsfähigkeit Muskelgedanke gelernt. Was? Moment, muss ich einmal gucken. Job. Muskel. Die Effekte aller Haltungen bleiben für 10 Züge bestehen, selbst wenn du eine andere Haltung einnimmst. Und das ist nicht verkehrt. Dann können wir die mal eben. Ein Muskelgedanke ist so. Nee, ach, kostet. Nee, kostet auch nur einen. Ach nee, der ist noch aktiv, weil wir ja hier. Ja, ist das gut. Alles gut. Wir haben ja den aktiv, okay. Alles gut. Weiter geht's. Die Truhe nehmen wir auch noch mit. Lupe. Und ich glaube, wenn ich mal offscreen trainiere, jetzt mal irgendwann, hier wäre, glaube ich, die geeignetste Stelle. Dann machen wir jetzt zweimal und gut ist. So. Ich hoffe mal, das reicht. Ja, das muss dicke reichen. Und ideal. Nice, 46. Schöner Level. Update vom Mord Luna. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ach ja, 99 Stunden. Oh Gott. Dann machen wir hier nochmal weiter. So. Ein Fuchs. Ja, hier gleich mal mitnehmen, ne? Das machen wir doch. Gleich mal ein schönes Gespräch erleben. Shine forever, oh crystal, shine bright and shine strong. You're in a good mood, you. What's that song you're singing? Oh, was I doing that out loud? Sorry. It's a famous song by Archipelago. Shine forever, oh crystal. A song about crystals? Was he a follower of the crystal orthodoxy? Huh. Not that I know of. Perhaps the orthodoxy lent him its patronage and helped make his music famous around the world. Perhaps so. I have to say, though, I am surprised you guys are such fans of his work.
I wouldn't say we're fans. Not like you, at least. It just so happens that we met his pupils and learned some stuff about him. It just so happened? I'm a huge fan, and even I haven't had the good fortune of meeting his pupils. It's all Praline's fault. We had to talk to those people to figure out how to defeat her. Yeah, her singing was something else. Talk about getting caught in the crossfire. Anyway, by chance, we heard about a famous bard who defeated a siren with the power of song. Peller silences the siren, from his later years. Incroyable! How do you know all these things? He wrote a song about it, of course. It became a cult classic. Both the siren and Praline had the power to beguile others with their song. So we figured we might get some clues on how to defeat her by talking to Peller's pupils. That's right. Remember the very last pupil? His clue was the key. Oh, wait, don't tell me. The most important thing is to have fun. Right, those were the words inscribed on the bard's baton. Once we found that, we were finally able to defeat Praline. Wait, you mean you actually touched the bard's baton? Oh, do you still have it? I would give anything just to hold it. Please, please. Weren't you using it as a back scratcher for a while? Agnes really told you off for it. I don't remember. Where did we put that old thing? But it's a modern-day treasure. It wasn't like we needed it anymore. It was just a boring old stick. Tell me about that pirate, too. The one who's arguing with Praline. Oh, Captain Barbarossa. He was a member of the Black Blades with Praline. Second in command, no less. He'd known Master Kami-Izumi for years and was his right-hand man. He was always going on about the spirit of adventure. I wonder if he ever found that Susanoo, was it? I don't know. I remember thinking he was looking in completely the wrong place. A man of the sea, looking for the spirit of adventure. No wonder he was entrusted with carrying on Peller's legacy. I don't think he was exactly entrusted with it. Wait, I just remembered. The baton! What about it? I remember the last time I saw it. I used it to see if the potatoes were cooked through. That's, creative use for it. So, what did you do with it afterwards? It's strange, I don't remember. But there was a really crunchy breadstick. Let's not mention this to you. Ja, es wäre wohl besser, Judas nicht zu sagen, was ihr mit ihm gemacht habt. Oh Gott. Ach du Schande, okay. So, da wir da hinten zum Ende kommen wahrscheinlich, mache ich die Monster jetzt nochmal aus. Und ich probiere einfach mal so weit zu kommen, wie es geht. Vielleicht ist ja sogar noch die Möglichkeit drin, dass wir das schaffen. Je nachdem, wie gut wir hier vorankommen. Und dann würde ich, und das glaube ich, würde ich hier eine kleine Offscreen-Trainingsrunde eingehen. Ja, weil man hier so schön trainieren kann. Okay, da ist eine verschlossene Truhe, die kriegen wir da nicht auf. Hier müssen wir nochmal hin. Naja, und das ist die Katzenmünze. Jetzt gibt es ja auch nichts mehr, denn die Truhe da, wie gesagt, kriegen wir nicht auf. Ach, da ist der Speicherhans auch nochmal. Von hier an wird's nur schlimmer. Ja, ich würde sagen, wir sind gut in der Zeit, wir machen das jetzt noch. Deep within a labyrinth of falling leaves, the ruins of a once great faith now looming before my face. I find myself rooted in place. Is this how you always do your, composing?
Oh, so, you return. But yes, the voice of eternity whispers directly into my heart, filling my soul with song. And what does the voice of eternity tell you now? Not a thing. So can you hear it or not? I could hear it when I had some peace and quiet. Well, sorry for the interruption. If we aren't bothering you too much by doing what you asked, we managed to find out what your two friends wanted. Did you now? By all means. La 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 la, let us hear it. So, in short, Miss Alamode wants to arrange my grandfather's song in her own style. You really didn't understand her, did you? Yes, I hadn't the slightest idea what she was trying to say. Her words seemed utterly devoid of any meaningful content. That's one way to say it. And you say that Captain Barbarossa has also taken an interest in my grandfather's song? Taken an interest? More like he's fallen head over heels in love with it. That's why he's against letting Praline remix it into something else. He says it would be an insult to your grandfather's legacy. That said, he may just be projecting his own feelings onto your grandfather. I wouldn't worry too much about. On the contrary, I cannot dismiss his claims so easily. Huh? The long-lost score of my grandfather's. It included a scrawled note in his own hand. Dedicated to all who understand the mysteries of the sea and the hearts of the men who sail it. You had to complicate things again, didn't you? Was that note made public when the song was discovered? Yes, it was quite an event. Every detail of the discovery was announced. So Barbarossa must know about it too. I never heard. What sort of an archipelago fan am I? This diva of the battlefield, Praline a la mode. She is as famous around the world today as my grandfather was in his own time. Personally, I have no objection to her making an arrangement of my grandfather's song to add to her repertoire. But if you agree to that... I would be disregarding the feelings of a man who understands my Grandpa Arca's wishes perhaps better than any other. Miss Idia, would you mind terribly if I erupted in song for just a moment? If you must. 2 wishes, 1 me. Tell me what to do, such is my plea. Such is his plea! Idia? Nothing. Praline's arrangement is probably what her fans, pretty much everyone in the world, want to hear. Who are we to oppose that? And yet, we know what Archipelago wanted, and Praline isn't it. Not even close. So, do we refuse her and honor the bard's wishes? What's the right answer? What advice should I give Raka? I think you should let Praline have the rights to the song. I know that your grandfather was a great musician, and he left behind that note about his wishes. So some of his admirers will be up in arms when they hear what Praline has done to his masterpiece. But Praline is becoming as famous now as your grandfather was in his time. Which do you think the world cares about more? The wishes of a genius from long before their time? Or a new song by the biggest star alive? But his message! What of it? That message is no more than an albatross hanging around your neck. What? Haven't you always felt overshadowed by your grandfather's legacy? Look, I know how it feels. Idia. So you didn't inherit his genius, his technical skill, his dedication, or even just plain old passion for music. Idia, that might be going a bit far. So cut that albatross loose. Send it flying with Praline's ridiculous arrangement of your grandfather's legacy. Oh, Miss Idia!
this song. What kind of bilgewater are you babbling now, you scurvy wench? Barbarossa! Ha! I feared you might do something like this, so I had a few of me mateys follow you. Aye, and good thing I did. Looks like this little girl didn't hear a word I said about what a man's dreams are worth. The gall! Ignoring the wishes of a true genius in favor of some airheaded pop princess? All she wants to do is take a classic and turn it into some dumb ditty that'll charm a few more men to her side. He's got a point. So you and that little runt feel you're overshadowed by your betters, eh? Don't make me laugh. If you want to be taken seriously, face their legacies head on. Put some blood, sweat, and tears into accomplishing something of your own. But this sorry show? Ye just turn tail on that legacy and run away from it? You've run out of witty comebacks, I see. But you're still giving me that look. I'll take no more lip from you, girl. I'll do what your father and master would do. And knock some real sense into your noggin. Besiege Barbarossa, um den Piratenasteristen zu erhalten. Hinweis, dann kannst du den Performer nicht mehr erhalten. Performer, erhöhe die Werte und Fähigkeiten von Verbündeten durch die Macht von Musik und Tanz, während du dich auch selbst ins Getümmel stürzt und Schaden verursachst. Pirat, wirke auf feindliche Attribute mit unglaublich starken Angriffen ein, zerquetsche und demoralisiere deine Feinde mit gewaltigen Attacken, die Gegner auch schwächen. Ich nehme jetzt den Piraten, da ich Performer schon so ein bisschen durch Magnolia habe, durch Astrologie. Hauen wir drauf. So, our parley was for nothing, eh? Me mateys and I will show you just how wrong you are. Let's teach this little girl and her scurvy friends what a man's dreams are worth. Come on, boys! I ran away from home at 15 and took to the seas with a stolen galley. I braved waves great and small to reach the sea of corsairs. Hefting my axe on my shoulder, I battled my way to the top. Until I, hay-ridden Barbarossa, was the vice-captain of the Eternian Black Fleet. I'm the only one here who can sing that song with the heart and spirit of one who's lived it. Ja, Freunde, dann sieht es auch heute wohl so aus, als kriegt ihr einen Part in Extralänge. Na gut, aber dann soll es wohl so sein, oder? Und da es ein Bosskampf ist, machen wir das auch wieder in normaler Geschwindigkeit. Dann gibt es heute einen extra langen Part. Bacchuswein, okay. Oh, Panzerknacker. Physische Abwehr runter. Ui, Doppelschall. Das und dann plündern. Ja, das ist der einzige Moment, wo man auch diese Musik hier noch hört. Aber ich glaube, viel länger geht dann die Sidequest auch nicht. Da werden wir dann in Florem wahrscheinlich noch eins dieser Lieder mitkriegen, die gesungen werden. Machen wir mal Deus Ex starten, oder? So. Schön in den loddernden Wolf, da brauchen wir ein bisschen. Der Mitch kriegt er ja wohl, ne? Muss man ja wohl sagen. Der frisst ordentlich Schaden. Aber es lohnt sich nicht, das jetzt nochmal zu cutten. Als kleines Wochenendgeschenk für euch ist dieser Part halt dann extra lang. Jetzt konzentrieren wir uns aber endgültig auf den Fight gegen Barbarossa. Der aber, so viel Schaden wie der frisst, auch nicht lange stehen wird.
Alter, wie der frisst, ey. Ne, ich glaube, es reicht auch mittlerweile Blitzra. Magnolia kann noch mal... Ja, du kannst mal heilen eine Runde. Und du klaust noch mal mit Plündern. Doppelaxt gestohlen, okay. Also der frisst ganz schön, ne? Ich würde mal sagen, mach mal gucken, was das abzieht und du machst mal was Fun. Also der Fight ist relativ simpel. Der macht zwar massig Schaden mit seinem Panzerknacker und wenn er jetzt Yu nochmal mit Doppelschlag angreifen würde, okay, dann hätte er richtig Damage gedrückt. Aber da steckt auch viel ein. Ein kleiner Sackratte, du. Komm, jetzt verschwinde endlich. Komm, jetzt brich zusammen. So viel kannst du nicht mehr haben. Jawohl. Alter, kackt voll zusammen. Polarwind bekommen noch. Okay. Und natürlich richtig nice. Den schönen Piraten-Asterisken. Cool. Gucken wir uns den mal an. Der Piraten-Asterisk. Pirat. Verändert Feindattribute mit enorm starken Attacken. Höchster Angriffswert, bevorzugt Ad Extra. Spezialadrenalin, und Jobgeschick Freibeuterei. TP B, Stärke ist auf S. Utilität MP ist leider D, aber das Geschwindigkeit C, Intelligenz Weisheit Aber Rüstung Schilde ist ganz gut. Schwerter X der S, der extra momentan. Na gut, mal gucken. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal die nächste Sequenz. My, he really was a most deafening man. But now we can give the girl our blessing to use my grandfather's song, and I can finally focus on my own works. I trust I can ask you to pass along the good word to Miss Alamode? I don't think that'll be necessary. Say what you will about her, Praline takes her success very seriously. See? Could it be? You're giving little old me permission to dress up that dusty old tune as I see fit, are you? You were eavesdropping this whole time, weren't you? No need to play dumb. It's what the world wants, and in turn, might even be what my grandfather wanted too. Do as you will with it, Miss Alamode. Oh, I will. Prepare your ears for a divine arrangement of diva-rific proportions. Diva-rific? It'll be the girliest grooving sensation of style ever to enter your ears. If you say so. Lost already? I'm afraid so. It's like she's speaking another language. I am barely a few years your senior, Miss Idia, yet you seem to understand her. Could it be that I am behind the times? Why don't you try catching Praline's next show? Mix in with the crowd. Hey, you might learn a thing or two. That's right. Forget all your worries. Throw your hands in the air like you don't have a care. Throw my hands in the air?
if the opportunity arises, I will be sure to try. Oh, that's not the right attitude. I want to see some real passion here. Let it roar up from the bottom of your soul. Play that fa-fa funky music, dude. Is that more like it? Gut, aber wir haben es jetzt geschafft, wir sind fertig. Die Sidequest ist dann auch soweit beendet. Und bis zum nächsten Mal können wir eigentlich, beziehungsweise das kann ich jetzt mal in Angriff nehmen. Wir gucken uns jetzt mal eben den Job, den Asterisken an. Wenn wir jetzt schon Überlänge machen, dann machen wir jetzt auch richtig Überlänge. Und zwar haben wir jetzt hier den Piraten. Was haben wir denn hier? Doppelschaden. Verursacht doppelt so viel Schaden wie ein konventioneller Angriff auf ein Ziel. Kostet aber 50 MP. Ui. Provozieren. Erhöht die Chance, von Feinden anvisiert zu werden, maximal. Panzerknacker. Verursacht bei einem Ziel denselben Schaden wie ein konventioneller Angriff. Und für 4 Züge wird die physische Abwehr des Ziels um 25% verringert. Wow. Magieknacker. Genau das gleiche, aber die magische Abwehr wird um 25 reduziert. Das ist nice. Knieschuss. Verursacht bei einem Ziel denselben Schaden wie ein konventioneller Angriff und senkt das Tempo um 25%. Adrenalin, Rausch wahrscheinlich. Angriff und Abwehr steigen für 5 Züge um je 50%, wenn deine TP unter 20% sind. Ui. Entschärfung. Verursacht bei einem Ziel denselben Schaden wie ein konventioneller Angriff und für 4 Züge wird der physische Angriff verringert. Dumpfschädel, der magische Angriff wird verringert. Axtwissen für S und Quattro-Schaden verursacht 4-mal so viel Schaden wie ein konventioneller. Wow! Das ist relativ geil. Und dieses Adrenalinrausch, der bleibt ja auch aktiv. Und ich würde sagen, den möchte ich jetzt gerne als neuen Job haben. Tada! Gehen wir mal zu Fähigkeiten. So, jetzt habe ich hier noch Schamanismus. Warte, ich muss mal eben gucken. Und schon Hagel. 2 Waffen würde ich gerne. Hagelschaden wird proportional. Das zum Beispiel brauchen wir nicht mehr. Verwirrung, Gegenschlag. Konter nach ausgewichenen. Mal eben gucken hier. Triple. Waffen am Kopf ausrüsten. Ne. Verwirrungsimmunität vielleicht erstmal. Ja, der Rest ist erstmal unwichtig. Aber Schamanismus hatten wir jetzt auch nichts, ne? Ne, Hagel. Nee. Ne, dann lassen wir das so. Und der Schamanismus kommt aber weg. Dafür kommt bitte noch wieder Kämpfer rein. Dafür habe ich Trampeln. Bei Schamanismus habe ich aber Harpune und so einen Scheiß. Wie physische Abwehr des Ziels ignoriert wird, ne? Und Kondor durch den Default-Status. Aber ich mache trotzdem den Kämpfer, weil ich hier Trampeln habe und Trampeln kostet nichts. So, dann müssen wir jetzt nochmal eben ausrüsten und zwar, genau, er hat schon die Äxte. Wir gucken nochmal eben, ob so eine Doppelaxt besser wäre. Boah, die macht ihn natürlich noch eine. Die ist besser als so eine Fackelaxt. Und sie ist macht natürlich neutralen Schaden. Dann nehmen wir die. Alter. Okay. Jo, ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir jetzt den jetzt gut aufgebaut. Das passt. Wir benutzen einen Teleportstein und verschwinden. Hier können wir nichts mehr machen. Ja, vielleicht gehe ich noch eben nach Florem zurück. Und dann ist es auch gut gewesen. Würde ich sagen. Und dann geht es beim nächsten Mal los in Alzageta. Da müssen wir uns dann mal umsehen. Beziehungsweise werde ich jetzt wahrscheinlich noch die Zeit ein bisschen nutzen und vielleicht etwas leveln. Oder? Warte. Leveln. Ach nö. Nö, machen wir dann doch noch nicht. Nein. Ich bin hoch genug. Ich möchte jetzt nicht noch wieder offscreen leveln. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. Hey. Ich möchte jetzt nur noch einmal ins In und dann einmal abspeichern. Und dann sind wir für diese Woche auch schon wieder durch, Leute. Heute mit einem kleinen extra langen Part. Gut 30 Minuten ging es, aber die Sidequest wollte ich jetzt unbedingt noch beenden, weil das hätte keinen Sinn mehr gehabt beim nächsten Mal. Also Montag nochmal wieder so eine blöde Sidequest zu starten, das wäre blödsinnig gewesen. Okay Leute, ich hoffe ihr hattet Spaß, die Woche hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Bravely Second. Macht's gut Leute, bis dann, euer Duran sagt Tschüss und Ciao.